Wenn man neue Bearbeitungstechnologien auf die Steuerung bringen will, muss man eigentlich eine neue Software aufspielen. Während dieser Aktualisierung steht die Maschine natürlich entsprechend lange still. Aber es geht auch anders, mit nachladbaren Zyklen. Ein gutes Beispiel hierfür ist das trochoidale Fräsen, auch Wirbelfräsen genannt. Dieses sehr effektive Bearbeitungsverfahren hat viele Vorteile. Enorme Zerspannungsleistung, die volle Ausnutzung der Werkzeugschneide und natürlich entsprechend weniger Verschleiß. Wie diese Technologien auf die Steuerung zu bringen sind und wie dieser Zyklus in der Praxis funktioniert, das schauen wir uns heute an. Willkommen zu Sinomeric Live. Did you know? Heute Sinomeric Machining Technology Extensions. SMTE, Sinomeric Machining Technology Extensions, sind nachladbare Bearbeitungstechnologien. Das heißt, einmal installiert, stehen sie als zusätzliche Zyklen zur Verfügung. Für unser Beispiel habe ich hier ein Rohteil. In dieses Rohteil möchte ich eine offene, frei definierte Konturnut einbringen. Das heißt normalerweise Vollschnitt bei höchster Belastung für das Werkzeug. Also genau die Situation, in der das trochoidale Fräsen seine volle Stärke ausspielen kann. Denn beim trochoidalen Fräsen wird ein Fräser, der kleiner ist als die Breite der zu entstehenden Nut, wirbelförmig geführt. So sind große Zustellungen möglich und trotz längerer Bahnen ist man erheblich schneller als beim klassischen Fräsen. Den SMTE-Zyklus habe ich mir zum Beispiel aus dem Z-Portal auf einen USB-Stick geladen und unter Programmmanager, ich navigiere dann zum USB-Stick, finde ich ihn auf dem abgelegten Pfad. Der hat den Namen in diesem Fall Troch Path. Das ist ein sogenanntes ARC-File und mit Einlesen wird dieser dann importiert. Natürlich kann ich unsere SMTE-Zyklen auch in Ranma Virtual Machine importieren und in dem Fall installieren. Somit halte ich dann die Funktionalitäten zwischen der Maschine und dem digitalen Zwilling gleich. Nach der Installation die Lizenzaktivierung bitte nicht vergessen. Erst dann stehen die Zyklen dauerhaft zur Verfügung. Und falls beim Zugang zu installationsrelevanten Maschinendaten Unterstützung nötig ist, Hersteller, Händler, OEM, Servicepartner, die helfen Ihnen hier gerne weiter. Unseren installierten SMTE-Zyklus finden wir in der horizontalen Softkey-Leiste unter Edit, wenn wir den Erweiterungsknopf betätigen. Hier in der Mitte einen Knopf Add-on und da drinnen finden wir alle installierten SMTE-Zyklen. Hier unser trochoidaler Konturfräszyklus. Geöffnet sieht das wie folgt aus. Ich zeige das Ganze mal an einem bereits ausgefüllten. Und die Besonderheit unseres neuen Zykluses liegt hier unter PHI. Das ist der sogenannte maximale Umschlingungswinkel. Das heißt, die radiale Zustellung, die das eigentliche Wirbelfräsen ausmachen. Das lässt sich hier einstellen. Und selbstverständlich auch solche Dinge wie eine offene Nut oder eine geschlossene Nut, ob die jetzt gerade oder mit einem Radius verschlossen ist, kann man separat nochmal einstellen oder eben auch am Ende der Nut. Und selbstverständlich mit oder ohne Kantenklettung, auch das ist möglich. Und wo sich genau der Werkzeugweg befinden soll, in der Mitte der Nut oder eben rechts oder links der Nut. Auch das lässt sich hier einstellen. Man sieht, technologisch ist hier mehr möglich als in den herkömmlichen standardisierten Fräszyklen. So, nach der Eingabe der relevanten Daten drücken wir Start und lassen die Bearbeitung laufen. Beim normalen Nutenfräsen wäre das Werkzeug allseitig beim ersten Schnitt von Material umgeben, was zu einer Hochbelastung führt. Und hierbei schneidet es sich, wie man sieht, schön frei durch die Verwirbelung, durch die Umschlingung. Man sieht, dass insgesamt eine längere Fräsbahn zurückgelegt wird und trotzdem ist im Endeffekt das Ergebnis schneller
eben weil eine höhere Schnittgeschwindigkeit bzw. höhere Vorschübe gefahren werden können. Man könnte sogar noch tiefer gehen, aber wenn die Nut nur in diesem Fall so tief ist, dann geht man halt auf die maximale Endtiefe. Auch hier ist sehr schön zu sehen, das Ecken rausfräsen, wo mehrfach, dafür aber viel schneller gefräst wird. Der trochoidale Fräszyklus wird im G-Code verwendet, weil der Werkzeugaufruf hier nicht in der Maske an sich erfolgt, sondern außerhalb über den ganz normalen Werkzeugaufruf. Das Ergebnis ist eine saubere Nut bei geringen Lastspitzen. Der Funktionsumfang von SMTE-Zyklen wird permanent erweitert. Eine vollständige Liste aller derzeit verfügbaren Zyklen und den dazugehörigen Softwareständen haben wir in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.